In diesem Video sprechen wir darüber, wie man denn nun Inspiration bekommt. Ja, Inspiration ist so eine Sache, ne? Die kommt ja nicht plötzlich überein. Es ist ja so, entweder man ist inspiriert oder man ist es nicht. Und manchmal, ja, das ist wie bei den Autoren auch, so eine leere Seite kann uns Künstler, Grafikdesigner oder wie auch immer auch ziemlich zusetzen. Ne? So, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, man weiß auch nicht, wie man loslegen soll. So geht es mir manchmal, wenn ich einen Kurs aufnehme, dann ist es so, ja, wo fangen wir denn jetzt an? Wie bringen wir denn jetzt das Thema rüber? Wie können wir denn überhaupt erklären, wie wir von A nach B kommen, ohne jetzt alle Zuschauer völlig zu verwirren und auf der Strecke zu lassen? Ja, und ich habe einen neuen Kurs aufgenommen. Ich verlinke den hier unten in der Infobox, nämlich du sollst lernen, wie du abstrakte Kunst erstellst in Procreate und das Ganze in Photoshop zusammensetzt und dann als Poster verkaufst. Ja, und der Kurs hatte es erstmal so ein bisschen in sich. Ich habe nämlich im Kopf gehabt, ich wollte gerne etwas zum Thema Wüste machen. Ja, Wüste. Wüste ist ja erstmal, man denkt an Sand, man denkt vielleicht noch an Sonne und Hügel und ja, auf jeden Fall viel Sonne. Ne? Und wie bringt man das jetzt in irgendein interessantes Bild, so dass das Ganze hinterher auch ja irgendwie ansehnlich ist und irgendwie auch von jemandem erstellt werden möchte? Und da kam dann die Inspiration ins Spiel. Also haben wir in dem Kurs auch eine Lektion über die Inspiration gemacht und davon möchte ich dir heute einmal erzählen. Nämlich, wie wird man denn nun inspiriert? Ne? Also, ich bin erstmal zu Pinterest gegangen. Dort habe ich dann gesucht. Ne? Also ich habe einfach mal nach Wüste gesucht oder abstrakte Kunstwüste oder abstrakte Bilderwüste, irgendwie sowas, sodass ich irgendwie einen Anhaltspunkt hatte. Und dann, ja, dann fiel mir eine Geschichte ein. Die möchte ich dir auch kurz erzählen. Und zwar ging es darum, ich war 2009 in den USA und habe dort meine Freundin besucht. Nayan heißt die und die wohnte in Rancho Mirage. Ich sage wohnte, weil die Amerikaner, die sind ja mit dem Umziehen, das ist ja für die keine große Sache. Ne? Während wir Deutschen es möglichst vermeiden, umzuziehen, sind die Amerikaner heute da und morgen woanders. Und so war es bei ihr eben auch. Sie wohnte zu dem Zeitpunkt in Rancho Mirage. Das ist in der Nähe von Palm Springs und ja, mitten in der Wüste, also eine Stadt mitten in der Wüste. Und für uns Europäer, für uns Deutsche war das natürlich ja, ein anderes Klima, sagen wir es mal so. Und wir waren im Juli dort und wir sind in Los Angeles gelandet. Sie hat uns abgeholt und in die Wüste gebracht. Und dort hat sie uns einen Tag später mit ihrem kleinen Sohn, der war damals 9, zurückgelassen. Und ja, irgendwann gegen Mittag hatten wir Hunger. Wir waren drin, Klimaanlage lief, war eigentlich alles ganz angenehm und ja, wir hatten Hunger. Also hat der Kleine seinen Opa angerufen und hat ihn gefragt, wo man denn hingehen kann. Und der Opa kam auf Applebee's. Applebee's war gar nicht so fürchterlich weit, vielleicht 1 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Also haben wir gedacht, ja, kein Problem, laufen wir dahin. Können wir auch ein bisschen bummeln gehen, weil da waren noch 1, 2, 3 Geschäfte und gehen dann bei Applebee's etwas essen. Ja, gesagt, getan. Sagen wir so, die Leute sahen uns ziemlich mitleidig an. Die meisten, die draußen waren, wenn überhaupt welche draußen waren, hatten einen Kopfschutz und saßen schön im Schatten mit irgendetwas Kühlem zu trinken, während wir uns durch die Hitze schleppten. Und Hitze, ja, das wussten wir auch zu dem Zeitpunkt nicht, aber hinterher, als sich dann ihre Verwandten über uns lustig machten, stellte sich heraus, dass wir am heißesten Tag des Jahres durch die Wüste gelaufen waren, nämlich so bei 48 Grad Celsius. Ja, ich kann dir versprechen, es war heiß. Und so im Nachhinein, ja, es war nicht so ganz ungefährlich, aber wir sind angekommen, wir haben bei Applebee's etwas gegessen und wir sind auch wieder zurückgekommen irgendwie, aber es war heiß. Auf jeden Fall hat mich das inspiriert, diese Geschichte hat mich inspiriert, ein Bild zu erstellen zum Thema Wüste und es sollte abstrakte Kunst werden. Und das ist im Prinzip die geheime Zutat, die ich dir hier verrate, nämlich erzähl Geschichten.
Ob die Geschichte nun echt ist, wie die ich dir gerade erzählt habe, oder eine, die du ja zusammensetzt, die du dir ausdenkst aufgrund irgendwelcher Farben, Formen, Ideen oder Figuren, das ist völlig egal. Es geht nicht darum, dass die Geschichte wirklich echt ist. Es geht eher darum, dass es eine Geschichte ist. Weil durch die Geschichte kannst du etwas in die Form hereininterpretieren. Und darum geht es auch in unserem Kurs. Das sollst du auch hier machen. Du sollst Formen malen, und zwar in Procreate. Du kannst sie aber auch einfach auf ein Blatt Papier malen, die einscannen, freistellen und dann zusammensetzen. Es geht letztendlich nur darum, dass du eine Geschichte erzählst. Ja, also ganz, ganz wichtige Zutat, eine geheime Zutat, in Anführungsstrichen geheim, so geheim ist es ja gar nicht, ne? Geschichten erzählen. Geschichten erzählen ist die Zutat, die dich inspiriert. Nämlich, wann immer du eine Geschichte erzählen kannst zu etwas, kommt die Inspiration von ganz alleine. Zumindest ist es bei mir so. Wenn ich dann irgendwie einen Kreis male und der die Sonne darstellen soll und den oben in die Ecke packe, sehe ich mich die Straße runtergehen mit dem kleinen Sohn in der Hitze, und ja, wo will man sich da am besten verstecken? Ne? Ja, in einer Höhle, oder? Deswegen kommt auf diesem abstrakten Bild auch eine Höhle vor. Und natürlich gibt es in der Wüste auch irgendwie ein paar ja, Pflanzen, und wenn es Kakteen oder Blätter oder irgendwas ist. Und deswegen habe ich auch noch ein paar Blätter hier gemalt. Also du siehst, die Geschichte setzt sich zusammen, formt sich irgendwie. Keiner, der diese Geschichte nicht kennt, würde da jemals drauf kommen. Aber für mich ist das die Inspiration zu diesen Bildern gewesen. Ich habe das Ganze dann als Diptychon gemalt, also dass einfach zwei Bilder nebeneinander sind, die auch weiterlaufen. Einfach weil irgendwie die Weite hat mich fasziniert. Die Weite in den USA, in Rancho Mirage, in dieser Wüste, dieser Wüstenlandschaft, diese unglaubliche Weite, die es da gab. Und die wollte ich irgendwie ins Bild bekommen. Du siehst, ich möchte die Weite ins Bild bekommen und erschaffe das damit, indem ich ein zweites Bild mache, das ich sehr viel offener lasse. Ja, und so irgendwie hat sich dann nicht nur dieser Kurs, sondern eben auch meine abstrakte Kunst, die ich in der Regel nicht so mache, ergeben. Und ganz ehrlich, das hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht hast du auch eine Geschichte, die du erzählen kannst. Und wenn du sie nicht hast, ja, dann lass dich inspirieren bei Pinterest zum Beispiel. Such dir ein Bild, was du schön findest, und überlege dir dazu eine Geschichte. Ja, wir können hier über das kreative Schreiben sprechen, natürlich. Ja, irgendwie ist es das auch, ne? Nur, dass das kreative Schreiben nur im Kopf stattfindet und du daraus ein Bild formst und dann letztendlich dich dadurch inspirieren lässt und dadurch irgendeine Kunst schaffst. Mein Tipp ist, dass auch jeder Künstler das genauso macht. Ne? Ein Kandinsky wird sich auch nicht hinsetzen und ein paar Kreise, Kleckse und Formen malen. Irgendetwas wird dahinter sein. Nur werden wir das so von außen erst einmal nicht herausfinden. Also wir werden nicht uns vor das Bild stellen und sagen, ja, der Herr Kandinsky hat das und das gedacht. Nein, das wird nicht so passieren. Auch nicht bei Miro, gerade bei diesen ganzen abstrakten Künstlern wird das so nicht passieren. Aber das ist auch nicht schlimm. Nämlich, es geht darum, dass du etwas bei dem Bild empfindest, irgendetwas daraus liest und irgendeine Geschichte findest. Da haben wir sie wieder. Also, es geht sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Dafür gehen Menschen in Museen. Ne? Du stehst vor einem Bild und denkst dir dazu eine Geschichte. Vielleicht hat sich der Künstler das dabei gedacht. Kann sein. Was machst du daraus? Das ist die Frage. Und wenn du Lust hast mitzumachen, dann würde ich mich freuen, wenn du auf den Link hier unten in der Infobox klickst und dich in unseren Kurs einträgst und einfach mal mitmachst, ein bisschen abstrakte Kunst zu erschaffen. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn du jetzt auch inspiriert bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.